Hallo, Servus, grüß euch und willkommen zu unserer Erzählstunde. Das ist eine Stunde, in der ich eine Geschichte erzähle. Heute erzähle ich ein Märchen. Und ein Märchen ist nämlich eine sehr bekannte Geschichte, ein Märchen, eine bekannte Geschichte in einer Kultur. Also in der deutschsprachigen Kultur ist diese Geschichte Hänsel und Gretel eine sehr bekannte Geschichte. Das heißt, viele Menschen kennen die Geschichte. Machen wir weiter. Hänsel und Gretel wohnten im Wald in einer Holzhütte mit ihrem Vater und mit ihrer Stiefmutter. Die biologische Mutter, die Leibmutter, ist leider verstorben. Sie lebt nicht mehr. Und die Stiefmutter macht sich viele Sorgen um die Familie, weil sie nämlich nicht viel Geld haben. Sie haben nicht viel zum Essen. Sie sind ganz arm, nicht reich. Sie haben nicht viel Geld. Nicht viel Geld. Leider nicht viel Geld. Sie haben ganz wenig Essen und nicht viel Geld. Sie wohnen in der Holzhütte im Wald und haben ganz wenig Geld und ganz wenig Essen. Die Mutter, die Stiefmutter, sagt dem Vater: Bitte, wir müssen etwas tun. Wir haben nicht viel Geld und wir haben nicht viel Essen. Fast kein Geld und fast kein Essen. Und sie meint, die Stiefmutter, das ist nicht die echte Mutter, das ist nicht die biologische Mutter, das ist die Stiefmutter. Die Stiefmutter meint, wir sind 4 Personen. Gretel, Hänsel, du, der Vater und ich, die Stiefmutter. Und wir haben nur genug Essen für eine Person. Und wie wäre es, wenn wir die 2 Kinder nicht hätten? Das wäre gut, oder? Wir könnten die 2 Kinder einfach im Wald verlassen. Wir könnten die Kinder alleine im Wald verlassen. Sie findet das eine sehr gute Idee. Die Stiefmutter findet das eine wunderbare Idee und der Vater, der findet das eine schreckliche Idee. Aber immerhin gehen der Vater und die Stiefmutter mit Hänsel und Gretel in den Wald. Sie verlassen die Holzhütte, sie verlassen ihr Haus, sie verlassen die Holzhütte und gehen in den Wald hinein. Sie bauen ein Lagerfeuer am Boden. Sie bauen ein Lagerfeuer. Und die Stiefmutter lässt Hänsel und Gretel ein Laib Brot, etwas Brot für die 2 Kinder und sie können das Brot bis zum Morgen essen. Und der Vater ist ganz traurig und die Stiefmutter schaut ganz glücklich aus. Die Stiefmutter schaut glücklich aus. Gretel isst das Brot und Hänsel schaut zu. Der Hänsel schaut zu, als die Gretel das Brot isst. Die beiden sind alleine im Wald und sitzen neben dem Lagerfeuer. Später legen die 2 sich hin. Sie legen sich hin. Sie legen sich auf den Boden hin, auf den Waldboden hin. Neben dem Feuer liegen sie dann auf dem Boden. Sie legen sich hin und sie liegen auf dem Boden um das Feuer. Später wird es dunkel, es wird Nacht. Der Mond, der große Mond, kommt heraus. Der Mond kommt und Gretel weint. Sie ist traurig, sie weint. Der Hänsel versucht die Gretel zu beruhigen. Er sagt, es wird alles gut, es wird alles gut. Bitte weine nicht mehr. Irgendwann geht das Feuer, irgendwann geht das Feuer auch aus. Das Feuer geht aus. Und die 2, der Hänsel und die Gretel, sie gehen
ihr Haus suchen. Sie suchen die Holzhütte, aber sie wissen nicht, wo die Holzhütte ist. Sie gehen 2 Tage und 2 Nächte im Wald herum. Sie suchen das Haus. Sie suchen die Holzhütte, aber sie wissen nicht mehr, wo die Holzhütte ist. Sie finden die Holzhütte, das Haus finden sie nicht mehr. Aber ein Haus finden sie doch. Sie finden das Knusperhäuschen. Und die 2 sind glücklich. Sie freuen sich. Meine Maus funktioniert ganz gut, gell? Meine Maus funktioniert super. Naja, Hänsel und Gretel, sie sind glücklich, weil sie ein Haus finden. Und sie gehen zum Haus hin. Und am Haus sind viele, viele Süßigkeiten. Süßigkeiten aus Zucker. Süße Sachen. Sie finden Süßgebäck wie Kekse und sie finden, was weiß ich, so kleine Süßigkeiten am Knusperhäuschen. Und dann hören sie eine Stimme und die Stimme sagt, Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Und dann antwortet die Gretel. Die Gretel sagt, der Wind, das himmlische Kind. Puff! Plötzlich erscheint die Hexe. Die Hexe steht neben dem Knusperhäuschen, neben dem Haus im Wald und redet mit den Kindern, mit dem Hänsel und mit der Gretel. Und sie sagt, kommt ins Haus. Sie ladet die Kinder ins Haus hinein. Ich habe Burger zum Beispiel. Ich habe Beten. Es ist ganz fein im Haus drin. Bitte, kommen Sie nur rein. Bitte, ihr 2, wir sind per Du. Ja? Bitte, kommt ihr 2 in mein Haus hinein. Und die Kinder, sie gehen tatsächlich ins Haus. Sie gehen ins Haus der Hexe. Sie gehen ins Knusperhäuschen. Und drinnen ist es sehr schön. Es sind Betten, 2 Betten. Und der Hänsel, der sitzt auf dem einen Bett und die Gretel, sie sitzt auf dem anderen Bett. Und sie freuen sich riesig. Sie sind beide sehr glücklich. Und in der Nacht schlafen sie dann im Bett. Die Gretel schläft in diesem Bett und der Hänsel schläft in diesem Bett. Mitten in der Nacht plötzlich kommt die Hexe und sie weckt die beiden auf. Sie weckt den Hänsel auf und sie weckt die Gretel auch auf. Und sie ist böse. Sie ist nicht mehr freundlich. Sie ist böse. Und sie sagt der Gretel, du wirst alle Töpfe und Schüssel abwaschen bei mir in der Küche. Du wirst den Boden kehren und du wirst auch den Boden aufwischen. Du wirst alles im Haushalt machen müssen und du wirst sogar kochen müssen. Du wirst kochen, du wirst Geschirr abwaschen, den Boden kehren und den Boden aufwischen. Dann sagt sie dem Hänsel, ich werde dich essen. Ich werde dich auffressen. Ja, das mache ich. Der Hänsel hat Angst und er ist ganz traurig. Der ist traurig und er hat Angst und er weint. Aber die Hexe, sie schiebt ihn in ein Käfig hinein. Er sagt nein und sie sagt doch, die böse Hexe. Und der Hänsel ist alleine im Käfig, ganz traurig. Dann kommt die Gretel zu ihm und sie sagt, kann ich dir helfen? Er sagt nein. Kann ich dir etwas zum Essen geben? Truthahn habe ich hier und eine Schüssel voller Gemüse und eine Schüssel voller, was weiß ich, Eier und einfach gutes Essen. Ich habe ganz viel gutes Essen für dich, Hänsel, sagt die Gretel. Aber der Hänsel sagt nein. Er weiß, die Hexe, also der Hänsel, er versteht, die Hexe will, dass der Hänsel dick wird. Der Hänsel ist jetzt dünn, er ist dünn. Aber die Hexe will, dass er dick wird. Warum? Warum will sie, dass er dick wird? Damit sie ihn besser kochen, damit sie den Hänsel besser kochen und fressen kann. Ja, und sie fragt
den Hänsel. Bist du schon dick? Sie fragt, die Hexe fragt. Hänsel, bist du schon dick? Und er versteht, aha, ich kann ihr zeigen mit meinem Finger, mit meinem Finger. Wenn sie denkt, dass mein Finger dick ist, wenn sie denkt, dass mein Finger dick ist, dann frisst sie mich nicht. Dann frisst die Hexe mich nicht. Dann isst sie mich nicht. Er hat eine Idee. Der Hänsel hat eine Idee. Der hat eine Idee. Der sucht im Käfig und er findet ein Knochen. Der findet im Käfig ein weißes Knochen. Und er hält das Knochen zur Hexe hin. Also im Zimmer ist es anscheinend dunkel. Es ist dunkel. Es ist nicht hell im Zimmer. Man sieht im Zimmer nicht sehr gut. Deswegen sieht die Hexe nicht, dass das ein Knochen ist. Es ist ein Knochen. Und sie tastet an den Knochen und sie denkt, aha, der Finger ist noch sehr dünn. Der Finger ist nicht dick, er ist dünn. Aber das ist kein Finger, das ist ein Knochen. Und wenn das Knochen so dünn ist, ist der Hänsel auch sehr dünn. Und die Hexe will, dass der Hänsel dick wird. Sie will keinen dünnen Hänsel fressen. Sie will einen dicken Hänsel fressen. Und sie schaut einen Tag und sie tastet das Knochen ab. Sie fasst das Knochen an. Und dann einen zweiten Tag, einen dritten Tag, einen vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Tag, 10., 11., 12., viele, viele Tage. Die Hexe kommt alle Tage, jeden Tag und tastet am Knochen. Und sie denkt, dass das Knochen ein Finger ist vom Hänsel. Aber ist kein Finger, das ist ein Knochen. Ein Knochen. Und sie denkt, aha, er ist so dünn. Warum bleibt er so dünn? Warum wird er nicht dick? Warum? Und sie ist wütend und sie denkt, ja gut, na gut. Wenn er nicht dick wird, dann esse ich den Hänsel einfach dünn. Ich esse ihn sowieso. Mir ist es egal. Ich esse den Hänsel, obwohl er dünn ist. Ich esse ihn sowieso. Gut, und sie heizt den Ofen auf. Also der Ofen wird ganz heiß. Und sie sagt der Gretel, bitte, hol mir einen Kübel Wasser. Hol mir bitte einen Kübel voller Wasser. Und die Gretel ist ganz traurig. Und die Hexe sagt, ja, du wirst jetzt etwas für mich kochen. Und die Gretel weiß, aha, die Hexe will die Gretel weiß, die Hexe will den Hänsel kochen. Und sie bringt der Hexe einen Kübel voller Wasser. Und das Feuer brennt im Ofen. Und die Hexe lügt. Sie erzählt etwas, was nicht stimmt. Sie sagt, ich will nur Brot backen. Aber das stimmt nicht. Die Hexe, sie will den Hänsel kochen und essen. Aber sie sagt der Gretel, ich will nur Brot backen. Bitte schau in den Ofen, ob er heiß genug ist, ob der Ofen heiß genug ist, um Brot zu backen. Ist das Feuer heiß genug, um Wasser kochen zu können, um Brot backen zu können? Dann hat die Gretel eine Idee. Sie hat eine Idee. Sie tut, als ob sie nicht versteht. Die Gretel versteht, aber sie tut, als ob sie nicht versteht. Und sie fragt, was meinst du? Was sagst du? Ich verstehe nicht. Bitte, kannst du mir zeigen? Und die Hexe, sie geht zum Ofen hin. Die Hexe geht zum Ofen, schaut ins Feuer. Und dann kommt die Gretel und sie schiebt die Hexe. Sie schiebt die Hexe ins Feuer, in den Ofen hinein. Sie schiebt die Hexe in den Ofen hinein und die Hexe verbrennt. Die Hexe verbrennt im Ofen. Sie stirbt.
sie stirbt, die Hexe stirbt, sie ist tot, sie hat sich verbrannt. Also sie ist komplett verbrannt. Die Hexe wurde verbrannt im Ofen. Die Hexe gibt es nicht mehr. Und die Gretel freut sich. Sie ist ganz glücklich. Sie holt den Schlüssel zum Käfig und läuft zum Hänsel. Und sie sagt, Hänsel, die Hexe ist tot. Die Hexe gibt es nicht mehr. Und der Hänsel sagt, Juhu, die Hexe ist tot. Und sie befreit den Hänsel. Die Gretel und der Hänsel, sie suchen im Knusperhäuschen herum und was finden sie? Was finden sie? Sie finden eine Schatztruhe. Sie finden eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Ja, sie finden eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Und sie freuen sich riesig, die beiden. Sie sind beide ganz glücklich. Und sie holen die Goldmünzen und sie laufen weg. Sie laufen davon weg. Sie laufen aus dem Haus heraus, aus dem Knusperhäuschen heraus. Sie laufen in den Wald hinein und sie sagen, auf Nimmerwiedersehen, Knusperhäuschen. Tschüss, Knusperhäuschen. Tschüss, böse Hexe, wir sind weg. Und sie laufen und laufen und sie finden ihr Haus. Sie finden die Holzhütte. Ja, sie finden tatsächlich die Holzhütte. Das ist unsere Holzhütte, Hänsel. Das ist unsere Holzhütte, Gretel. Und sie gehen hinein und das ist der Vater. Der Vater ist da. Der Vater freut sich. Meine Kinder sind zurück. Und die Kinder freuen sich natürlich auch. Sie umarmen den Vater, die Kinder sie umarmen den Vater und der Vater umarmt die Kinder. Und sie sind glücklich. Sie haben jetzt Geld und die Stiefmutter, die böse Stiefmutter, ist weg. Die Stiefmutter ist weg. Anscheinend ist sie verstorben. Gut, sie sind jetzt glücklich. Sie haben genug Geld, die Stiefmutter ist weg und die Hexe ist tot, sie ist auch weg. Super, das ist das Ende der Geschichte. Danke fürs Zuhören.